MEO 1.4, früher SE 1.4, hier im BMVG, ist ein sehr unterschätztes Referat. Tatsächlich sind wir das Militärattaché-Referat. Wir kümmern uns um alle Belange des deutschen sowie auch des ausländischen Militärattachéwesens. Im Referat MEO 1.4 sind abgebildet eine Gruppe von Offizieren und Unteroffizieren, die sich um alle deutschen Militärattachés im Ausland kümmert. Wer kommt dahin, wie wird besetzt, für welchen Zeitraum und aber auch dann, wenn der Attaché vor Ort ist, die Arbeit mit dem Attaché selbst. Die andere Gruppe bei MEO 1.4, zu der ich dann auch gehöre, kümmert sich um alle ausländischen akkreditierten Militärattachés hier in Berlin. Und davon haben wir eine Ecke und die haben einen gewissen Informationsbedarf. Die wollen immer alles wissen über Deutschland und das muss bedient werden und das muss auch beantwortet werden. Nicht nur um die Fragen zu beantworten oder deren Informationsbedarf zu stillen, haben wir auch ein Programm entwickelt, welches wir mit diesen in Deutschland akkreditierten ausländischen Militärattachés durchführen. Wir bei MEO 1.4 versuchen unser Verhältnis zu den Militärattachés immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu halten. Wir sind auch wöchentlich mit denen zusammen. Wir führen mit denen die Informationsreisen durch. Wir machen mit denen Informationstage bei den Inspekteuren der Teilstreitkräfte. Wir werden eingeladen. Wir laden auch selbst ein. Das heißt, die Frauen kennen sich in den meisten Fällen auch sehr gut. So dass für einige Staaten ist es auch wichtig, dass das Eis gebrochen wird und der Informationsfluss sowohl in die eine als auch in die andere Richtung sehr gut funktionieren kann. Und wir unterstützen die Attaché-Community quasi in deren Wünschen, Belangen, damit sie hier ihre Arbeit am besten machen können. Drittens, bei uns im Referat MEO 1.4 gibt es noch 3 Damen und Herren, die sich um die diplomatischen Anmeldungen von Truppenbewegungen, Luftfahrzeugbewegungen, aber auch Schiffsbewegungen in den deutschen Häfen kümmern. Das heißt, jede diplomatische Anmeldung wird hier über MEO 1.4, wenn es sich um militärisches Gerät oder Personal handelt, bearbeitet und genehmigt und geht dann wieder raus an den Entsendestaat. Das heißt, wir wissen auch tatsächlich immer, wer wo wann zu welchem Zeitpunkt sich hier in Deutschland bewegt. Man kann sich die Aufgaben eines Verteidigungsattachés sehr gut ähnlich den Aufgaben eines Botschafters vorstellen, allerdings mit Fokus auf den Bereich der militärischen Sicherheit. Da gibt es 3 Kernaufgaben. Das ist der wechselseitige Austausch von Informationen. Dann geht es darum, konkrete Kooperationen zwischen den Streitkräften zu begleiten, manchmal auch zu initiieren. Und ganz allgemein geht es drittens darum, natürlich mein Heimatland hier in Berlin möglichst positiv zu vertreten und zu repräsentieren. Wenn es darum geht, Informationen auszutauschen, dann sprechen wir nicht nur davon, reine Fakten zu senden, sondern das Wichtige ist die Interpretation, sodass sich die Systeme wechselseitig besser verstehen und gegebenenfalls auch Missverständnisse vermieden werden. Was die Kooperationen betrifft, ist das Feld der Kooperationen sehr, sehr weit. Das betrifft den Ausbildungs- und Übungsbereich, das betrifft die Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Einsätze, geht aber auch bis hinein in die Streitkräfteplanung und in die gemeinsame Abwicklung von Rüstungsprojekten. Ja, ich bin Oberst Markus Widmer, bin der Verteidigungsattaché der Schweiz hier in Deutschland bei der Schweizer Botschaft in Berlin und arbeite mit Freude und Begeisterung hier als Verteidigungsattaché. Meine Aufgabe in Berlin hier ist es, wie die Aufgabe aller anderen Schweizer Attachés im Ausland, ein krisenfestes und bündnisunabhängiges Netzwerk aufzubauen. Wie Sie wissen, ist die Schweiz nicht Mitglied der NATO, sie ist nicht Mitglied der EU, sie ist neutral. Umso mehr sind wir angewiesen auf die Zusammenarbeit mit anderen Partnern, mit anderen Staaten, mit anderen Streitkräften. Es geht um Austausch bei Auslandeinsätzen, es geht um den Besuch von hochrangigen Delegationen aus der Schweiz, es geht um Antizipation. Das heißt, wir diskutieren mit unseren Freunden auch in Deutschland, wo sind Risiken, wo sind Bedrohungen, damit wir rechtzeitig auch eben im Bilde sind in der Schweiz. Das Netzwerk funktioniert auch in der Krise. Ich rufe an und ich bekomme dann
eine Antwort von einer bestimmten Person, dann ist es krisenresistent. Und Bündnisunabhängig heißt eben, ich mache das Netzwerk ziemlich breit, weil ich ja nicht weiß, was für Krisen dann in Zukunft auf uns zukommen werden. Und deshalb gilt schon, je mehr Leute ich kenne, je mehr interessante Partner ich kenne, desto besser ist das Netzwerk. Tatsächlich haben wir genau 178 Militärattachés aus 97 verschiedenen Ländern, die hier in Deutschland akkreditiert sind. 8 dieser 178 Attachés sitzen tatsächlich entweder in Paris, London oder aber in Rom und sind für Deutschland nebenakkreditiert. 178 Militärattachés aus 97 Ländern erklärt sich relativ einfach, weil wir Botschaften in Berlin haben, die sehr, sehr stark besetzt sind. So wie wir auch Botschaften zum Beispiel jetzt in Washington haben oder Rom oder Paris, die wir mit sehr vielen Attachés besetzt haben, ein Verteidigungsattachés plus ein TSK, 3 verschiedene TSK-Attachés, Heer, Marine und Luftwaffe. Und die Amerikaner, die Briten oder die Franzosen machen das in Deutschland genauso. Der Aufbau ist eigentlich ganz einfach. Wir sind 2 Personen, die hier vollamtlich arbeiten. Einerseits meine Office Managerin. Sie führt das Büro administrativ, kümmert sich um alle Angelegenheiten wie Spesen, Dienstreisen, dann Kontakt in die Schweiz, hier auch in Berlin zum BMVG. Und andererseits ich selber, ich bin Verteidigungsattaché, mache diese Aufgaben hier in Deutschland und bin auch in Polen zusätzlich noch akkreditiert als Seitenakkreditierung als zweites Land. Also wir sprechen von einem Attaché-Büro. Es ist ein relativ kleines Büro. Ich selbst gehöre ihm natürlich an. Dazu mein Stellvertreter im Dienstgrad eines Obersten in der Regel. Dann haben wir noch einen Unteroffizier, der vor allem die administrativen Tätigkeiten durchführt, und 2 zivile Mitarbeiter, das sind deutsche Staatsbürger, eine Sekretärin und einen Kraftfahrer. Die Akkreditierung wird normalerweise initiiert durch eine Verbalnote des Entsendestaates bzw. von der Botschaft des Entsendestaates an unser Auswärtiges Amt hier in Berlin. Mittels dieser Verbalnote wird der neue Kandidat oder der Militärattaché angekündigt. Das wird ans BMVG vom Auswärtigen Amt übersendet und wir initiieren dann eine Überprüfung des Kandidaten. Wenn der Kandidat positiv beschieden wird durch andere Ressorts oder Orgbereiche von uns, so senden wir als BMVG diesen positiven Bescheid zurück an das Auswärtige Amt und das Auswärtige Amt daraufhin, nach einer weiteren internen Prüfung, gibt eine Willkommensnote aus an den Entsendestaat und an die Botschaft des Entsendestaates. Gleichzeitig informiert es uns, dass der Kandidat von uns aufgenommen werden kann. Der Kandidat nach geregelten Visa-Abkommen ist dann in Deutschland und wird von uns eingeladen, die Akkreditierung hier bei uns in den Räumen durchzuführen. Willkommen. Hallo. Hallo Jan, Hallo. schön zu sehen. Perfekt. Herr Oberst? Ja, freue mich. Kapitän Römers, herzlich willkommen bei mir. Vielen Dank für die Einladung. Wenn ich Sie bitten dürfte. Im Idealfall kommen beide hier hin. Der eine wird verabschiedet und der andere wird quasi begrüßt. Ihm wird eine Urkunde übergeben zur Begrüßung und er bekommt einen Vortrag, wie wir uns die Zusammenarbeit mit dem Attaché seitens MEO 1.4, seitens Attaché-Referat vorstellen. In meiner Vorverwendung war ich der Verteidigungsattaché in Portugal, Lissabon. Ich war Verbindungsoffizier vom Inspekteur der Marine im Bundestag, war in Neapel bei der NATO, diverse andere Posten und bin einmal 20 Jahre lang Tornado bei der Marine geflogen, aber das ist schon ganz lange her. Früher habe ich in Brüssel gearbeitet als Stellvertreter von unserem Militärberater bei der NATO. 4 Jahre und ich war Verteidigungsattaché auch in Österreich, akkreditiert für Slowakei, Tschechische Republik und der Schweiz. Das zeigt nochmal dieses Standbild, die neue quasi Struktur, unser Jahresprogramm, wie wir uns das vorstellen, was wir für Sie aber erarbeiten und auch gerade dabei sind, das für 2025 zu erarbeiten. Nämlich, wann wir die TSK Marine besuchen, wann wir die Luftwaffe besuchen. Wir waren jetzt letzte Woche bei der Heeresreise in
Bad Reichenhall, ganz unten in Süddeutschland. Wir haben Bilder noch gemacht, natürlich auf die Schnelle. Und falls Sie die sich runterladen möchten, können Sie sich dann. Ja, vielen herzlichen Dank. Das geht's. Alles Gute für den Beginn. Sie können uns wirklich alles, was Jani Ihnen nicht sagt, stellen Sie uns Fragen. Und wenn das ist, wo das beste deutsche Restaurant ist, wo das beste slowenische Restaurant ist in Berlin, auch für dich nochmal die Urkunde und natürlich unser Begrüßungsbild. Dankeschön. Ich hoffe, es ist alles gut. Ja, danke. Sehr schön. Mit der Bundeswehr, das kann man kurz gefasst sagen, ist es großartig zusammenzuarbeiten. Es gibt die Erkenntnis, dass sich Sicherheit nur gemeinsam erreichen lässt und daher hat die Bundeswehr eine lange Tradition von Kooperation entwickelt. Und für ein kleines Land ist anzumerken, dass Deutschland auch eine besondere Gabe hat, auch mit kleineren Nationen sehr partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Mit Österreich kann man sagen, fast herzlich. Es gibt natürlich Staaten, mit denen Deutschland aktuell nicht so stark zusammenarbeitet wie NATO-Länder, EU-Länder oder auch andere befreundete Staaten. Es ist nicht unüblich, dass wir einen Amerikaner hier im BMVG, im Ministerium sehen, der einfach reinkommt, weil er einen Hausausweis bekommt, so wie wir ihn auch tragen. Franzosen, Briten, alle kriegen diesen Hausausweis, damit sie sich hier bewegen können im BMVG. Es gibt natürlich Staaten, die kriegen dieses nicht. Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ist, ich kann sagen, hervorragend. Deutschland ist unser wichtigster militärischer Partner. Es gibt sehr viele Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Viele Bekanntschaften haben sich etabliert, sei das bei der Luftwaffe, beim Heer, Cyber. Und die Aufgabe des Attachés ist es eigentlich, den Überblick zu bewahren über all die Aktivitäten, die da laufen und vielleicht auch Synergiepotenziale zu erfassen, zu sehen, wo könnte man noch etwas dazu machen. Bundesrepublik Deutschland und die Bundeswehr ist eigentlich eine Anlehnungsnation oder eine Anlehnungsarmee für uns. Das heißt, Deutschland ist bereit, eben mit kleinen Partnern, wie zum Beispiel der Schweiz, zusammenzuarbeiten, da, wo es etwas nützt beiden Seiten, da, wo es von Interesse ist. Und das ist für uns eine ganz tolle Chance, hier zu arbeiten. Ist auch ein Privileg, in Berlin zu sein. Muss ich sagen, als Schweizer sind die Türen offen. Wenn ich Fragen habe, bekomme ich Antworten auf meine Fragen. Und ich stelle auch immer wieder Sympathie fest hier für die Anliegen der Schweizer Armee und der Schweiz ganz allgemein. Das Schöne ist, dass es einen typischen Arbeitstag für einen Militärattaché gar nicht gibt. Jeder Tag schaut anders aus, jeden Tag stellen sich neue Herausforderungen. Aber generell kann man sagen, dass es natürlich einen Teil Büroarbeit gibt. Da geht es darum, Recherchen durchzuführen, Berichte zu schreiben und auch administrative Tätigkeiten zu machen. Das Kerngeschäft aber findet auswärts statt. Die Teilnahme an Besprechungen, an Informationsveranstaltungen, an Festakten und vor allem auch an Informationsreisen. Gerade die deutsche Bundeswehr organisiert großartige Reisen hinaus zur Truppe und zu den Dienststellen, um die Bundeswehr tatsächlich vor Ort kennenzulernen. Ja, und manchmal organisiere ich dann selbst auch Informationsveranstaltungen oder lade Leute zu mir selbst ein. Eigentlich gibt es gar keinen typischen Arbeitstag. Jeder Tag ist voller Überraschungen. Und deshalb auch von der Planung her verplane ich nur einen Teil meiner Zeit, weil immer wieder etwas Spezielles dazwischen kommen kann, wo man zum Teil rasch auch reagieren muss. Trotzdem gibt es einige Elemente, die natürlich immer vorkommen. Da ist vor allem auch Medien. Medien sind ein Thema. Ich beginne eigentlich schon privat, ganz früh morgens höre ich mir schon im Radio die Nachrichten an, schaue mir vielleicht das Morgenmagazin an, immer in Bezug auf sicherheitspolitische Themen, Themen der Bundeswehr. Und der Tag endet dann auch wieder mit Medienkonsum, indem ich vielleicht noch eine Talkshow anschaue. Meine Aufgabe ist nicht unbedingt einfach diese Meldungen dann weiterzugeben, sondern gefragt ist immer meine persönliche Einschätzung vor Ort. Das ist eigentlich der Mehrwert eines Attachés, weil ich auch mit vielen Leuten hier spreche. Ich habe viele Kontakte. Vielleicht treffe ich mich mit jemandem zum Mittagessen. Ich bin abends eingeladen auch, nehme an Veranstaltungen teil, Konferenzen, Seminarien. Und die Idee ist, dass ich mir so ein Bild mache, was in Deutschland läuft, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und das ist dann meine Aufgabe, auch das einzuschätzen zuhanden der Schweiz, wie wir das sehen hier vor Ort an der Botschaft.
Daneben schreiben wir viel oder schreibe ich viel, Berichte. Das können spontane Berichte sein, weil ich denke, oh, das interessiert die Schweiz, dieses Thema. Muss ich unbedingt nach Bern melden, vor allem wenn es Themen sind, die unsere Kooperation betreffen. Und andererseits kommen auch Aufträge natürlich, dass man sagt, wie macht die Bundeswehr das? Zum Beispiel bei der Logistik oder Reservebildung, was machen die Deutschen in dem Bereich, und dann versuche ich das abzuklären. Ich würde sagen, etwa 1/3 meiner Arbeit ist außerhalb des Büros. Wir gehen einerseits mit den Attachés auf Reisen, schauen uns Truppenübungen an, auch Übungsplätze, sehen konkret, wie da gearbeitet wird, auch Veranstaltungen oder Aktivitäten im Ministerium. Die Abteilungsleiter präsentieren uns ihre Tätigkeiten. Wir gehen auch zum Kommando Heer, zur Luftwaffe, zur Marine, um uns einfach ein Bild machen zu können über die Arbeiten der Bundeswehr, immer auch konkret, also nicht nur im Büro, sondern eben auch vor Ort. Und dann hat man auch die Möglichkeit, mit den Soldatinnen und Soldaten vor Ort zu sprechen. Das ist ebenfalls sehr interessant. Die durchschnittliche Stehzeit für die Militärattachés, für die ausländischen in Berlin akkreditierten Militärattachés ist grundsätzlich 3 Jahre. In Ausnahmefällen sind das 4, die können auch ihren Verlängerungsantrag stellen. Einige Länder entsenden ihre Attachés aber auch gleich für 4 Jahre her nach Berlin. Es gibt natürlich sehr viele Übungen mit der Bundeswehr, einerseits natürlich auch im multinationalen Rahmen, wo andere Nationen auch teilnehmen, andererseits auch nur mit der Bundeswehr. Da kommt mir jetzt als erste die Luftwaffe in den Sinn, also Schweizer F-18 trainieren auch in Deutschland, umgekehrt auch Deutsche dann Angehörige der deutschen Luftwaffe in der Schweiz. Es gibt natürlich auch viele Kontakte im Bereich der Ausbildung, das sind jetzt nicht Übungen, aber bei der Ausbildung. Wir haben Austauschoffiziere, wir haben immer einen Major aus der Schweiz, der bei der Panzertruppenschule in Munster eingesetzt ist. Wir haben auch immer einen Schweizer Abgänger an der Führungsakademie beim Generalstabslehrgang, beim LGAN, beim nationalen Lehrgang. Nichtsdestotrotz findet man immer öfter und auch immer wieder Militärattachés, die in Deutschland schon eine Ausbildung genossen haben, wie zum Beispiel die Admiralstabsausbildung in Hamburg, die sie durchlaufen haben. Deshalb können sie auch in den meisten Fällen auch sehr gutes Deutsch sprechen. Oder aber Offiziere, die vorher am Einsatzführungskommando als Verbindungsoffiziere gearbeitet haben, beziehungsweise auch hier im BMVG als Verbindungsbeamte gearbeitet haben, die dann im Nachhinein, man spart sich dann natürlich die Sprachausbildung, hier dann Attaché werden. Zum Beispiel kennen sie sich aber auch in den kulturellen Belangen Deutschlands aus, sie wissen, wie sie sich hier bewegen, sie haben, was ganz wichtig ist, ihre Kontakte hier schon in Berlin, und das möchte man als Entsendestaat natürlich ausnutzen. Da gibt es ganz viele Verbindungen zwischen den beiden Ländern, und das hat auch damit zu tun, weil wir wahrscheinlich letztlich auch ähnlich ticken oder eine ähnliche Mentalität haben, und das macht die Zusammenarbeit sehr einfach und sehr befriedigend. Was die Zusammenarbeit binational Deutschland-Österreich betrifft, ist das Spektrum sehr, sehr breit. Im Bereich der Ausbildungs- und Übungstätigkeit kann man zum Beispiel die Kooperation der Ausbildung der Eurofighter-Piloten benennen. Ich selbst war in Österreich Kommandeur unserer Gebirgsjägerbrigade. Da haben wir mit den deutschen Gebirgsjägern natürlich engste Kontakte gehabt. Es geht um die gemeinsame Nutzung der Übungsplätze, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Das Aufgabenfeld ist aber sehr, sehr weit. Wir sind zusammen im Kosovo bei KFOR, wir sind auch in Bosnien, Herzegowina bei EUFOR Althea. Da ist Deutschland jetzt neu dazugekommen wieder, und wir durften dort auch mithelfen bei der Ausbildung der deutschen Kameraden für die Wiederaufnahme dieses Einsatzes in Bosnien-Herzegowina. Betreffend die Zusammenarbeit im Rahmen der NATO ist anzumerken, dass Österreich Mitglied der NATO-Partnerschaft für den Frieden ist. Österreich kann daher auch zum Beispiel an NATO-geführten Einsätzen teilnehmen, wenn diese von den Vereinten Nationen mandatiert sind. Ein klassisches Beispiel wäre der über Jahre und Jahrzehnte hinweg gemeinsame Einsatz im Kosovo. Natürlich bedanken sich die Attachés. Wir übergeben Urkunden an die Attachés, wenn sie dann aus dem Dienst hier als akkreditierte Militärattachés scheiden oder gehen, oder auch wenn sie kommen. Und die Attachés bringen dann hin und wieder ein Wappen mit, womit wir unsere Räume bei MEO 1.4 dann verzieren können.